Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ihr seht bereits schon, wir sind heute hier nicht alleine unterwegs. Und zwar sind wir heute mehr oder weniger im Account von Charlie, der auch hier im Voice als Gast am Start ist. Herzlich willkommen. Hallo Leute. Schön, dich wieder bei mir auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Lange ist es her, ne? Wann war das letzte Mal? Boah, das ist schon ewig her, Dotzer. War das als du die Früchte, nee, als du alle Pets nee, was war das denn? Ich weiß es ja auch nicht mehr. Ich Muss glaube, man. das war irgendwas mit den Pets und den Früchten. Ich glaube, da hast du irgendwie die Früchte oder die Pets als erstes gemaxt. Ich glaube, das waren die Pets als erstes, aber ich bin mir nicht sicher. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Naja, auf jeden Fall bist du bisher immer so der Obstdealer gewesen. Ja, und bist das auch noch weiterhin. Denn du hast was geschafft, was, glaube ich, bisher noch kein anderer Spieler vor dir geschafft hat. Und zwar hast du eine Nummer mehr zu den Früchten hinzugefügt, die ja bei vielen Spielern wahrscheinlich noch gar nicht da sein wird. Neben der 4. eine 5. Nummer dahin getan, denn du hast, ja, seitdem es die Pets also seitdem es die Früchte gibt und du alles auf 200 gemaxt hast, hast du, glaube ich, kein einziges Mal Früchte weiterhin entsaftet, oder? Ich habe es testweise ein paar Mal gemacht oder zum Zeigen. Aber nein, eigentlich habe ich nur gesammelt. Wir können auch gleich später nochmal in die, wie heißt denn das, Taten und Titel reinschauen. Da gibt es auch eine Rubrik, wo man das sehen kann. Und da Ja. siehst du bei mir, da fast gar nichts. Ja, das ist auch sehr interessant. Da können wir auch gleich mal reinschauen. Aber Ja. ich würde erst mal sagen, bevor wir da reingucken, gucken wir mal ganz gerne zu den Pets rein, wie weit du da schon bist. Ich bin Bist du gespannt. ready? Ja, lass mal luschern. Boah. Okay, also neben den Zitronen, das waren, glaube ich, die ersten, die du auf 10.000 hochgezogen hattest, ne? Ja, das ist richtig. Ja, Und ich also, glaube, einen Tag später waren die anderen dann dran. sind jetzt auch die Äpfel auf 10.000. Also das ist schon ordentlich. Daneben haben wir noch Erdbeeren, Pflaumen und Brombeeren, die noch fehlen. Aber die sind auch schon relativ nah an der 10.000 dran, ne? Wie sieht's aus? Also wie sind so deine Pläne und warum machst du das eigentlich mit diesem ganzen Gesammel? Ist das irgendwie so ein Spiel im Spiel nochmal oder einfach ein Hobby von dir? Nee, eigentlich nicht. Das ist eigentlich eher Faulheit, sag ich mal. Also, Ach so. musst du ja warten bis 632, bis du quasi das Maximum aus der Früchte ja bekommst, also zum Verkaufen. Mhm. Und da hat sich ja schon einiges angesteckt in der Zeitraum. Da habe ich mir gedacht, oh nee, überhaupt keine Lust drauf irgendwie. Und dann hat sich das immer weiter gesammelt und weiter und weiter. Und irgendwann war ich bei 4000. Da habe ich mir gedacht, oh, jetzt habe ich die Plätze ja doch mal. Kann ich ja noch mal durchspielen. Ja. Und dann habe ich das einfach so gelassen, wie es jetzt ist. Und bei Berserker sieht es ähnlich aus, aber nicht ganz so viele. Ja, krass. Ja, stimmt, das stimmt. 4.000 pro Frucht brauchst du, um halt alle Pets auf 200 zu ziehen. Und das hast du jetzt schon, ja, also mehr als zweimal kannst du das jetzt mittlerweile schon machen. Und wie lange hast du dafür ungefähr gebraucht? Also, wann warst du so durch mit den Pets? Boah, da müsste man nachschauen. Ich glaube, da habe ich noch YouTube-Videos gemacht. Hm. Müsste ich nachschauen. Ja, okay. Irgendwo ist es drin. Das wäre auf jeden Fall Aber noch interessant. ich habe es auch mal in der Beschreibung mal stehen gehabt, aber das Problem ist ja, die Beschreibung hat ja nicht besonders viele Zeichen. Ja. Ich wünschte, da könnte man eine Änderung, dass wir ein bisschen mehr Zeichen kriegen, da könnte man sowas noch reinschreiben, aber stand mal eine Zeit lang drin. Mhm. Aber ich glaube jetzt aktuell, glaube ich, gerade nicht mehr. Nee, Ja. nur noch die Level-Achievements, Nur die Level-Achievements. die ja auch immer mehr werden pro Ja. 100 Level. Da Ich wird es habe auch die immer 300, knapper. ich hab die 300 ja schon rausgenommen, weil Es hat sonst dann glaubst du, schon nicht mehr gereicht, ja? hat schon von Zeichen her schon nicht mehr gereicht, ja. Ja, schade. Ja, Die Sache ist die auch, wenn das jetzt so viel aussieht, ich gewinne immer nur ungefähr die Hälfte der Kämpfe am Tag. Also von den 5 Kämpfe gewinne ich vielleicht 2, wenn es hochkommt. Manchmal auch 3. Es gab auch schon Tage, da habe ich keinen einzigen gewonnen. Das ist komplett random. ja, Und
Und es gab jetzt einen richtigen Schub an Früchte, das lag nur am Elevator. Ja, Da habe ich am einen Tag, glaube ich, 150 pro Element, glaube ich, gut gemacht. Und das ist halt durchaus ausschlaggebend jetzt gewesen, dass es so extrem hochgegangen ja. ist. Das ist krass. Hast du auf einer bestimmten Range dort Früchte gefarmt, wo es so Nein, am meisten gab, oder hast du auf 600 immer, gleich immer voll durchgeballert? durch. Okay, okay, okay. Weil es gibt ja so Strategien, auf welchen Ebenen man sich aufhält, um das Maximale an Früchten auch rauszugewinnen. So, ich meine, da bin ich auch raus. Ich baller den Elevator auch immer durch. Mhm. Also neben den Früchten bist du ja auch bekannt dafür, den Elevator gut zu pilzen. Und von daher, jo, passt das Ja, auf Top jeden Fall. 3 weltweit war es jetzt aktuell. Beim Bei diesem letzten, Elevator. Nee, jetzt bei diesem Moment hatten wir Top 3 weltweit. ja, da warst du, Du warst Top 5. du warst auf der 3 weltweit? Ich war auf der 3, ja. Ja, nice. GZ. Ja, den Elevator habe ich ein bisschen verpasst. Hatte ich zu tun gehabt in Düsseldorf. Das Ende habe ich leider überhaupt nicht so mitgekriegt. Ja, Au- Zeitpunkt war etwas schlecht gewählt. ja, auf jeden Fall, ja, hast du einiges an Früchten hier, kannst einen schönen Obststand eröffnen. Wie sieht's aus? Wie sind so deine Pläne für die Zukunft? Hast du mal irgendwann vor, die Früchte zu verwandeln? Wartest du vielleicht auf einen Quality of Life Feature, was eventuell noch kommen könnte, dass man mehr auf einmal so irgendwie, weiß ich nicht, verwandeln kann? Oder willst du vielleicht noch so auf die 100.000 gehen? Weil ich glaube, da wird es natürlich noch mal sehr interessant werden. Auf gar keinen Fall. Nee? Ich mache bis 10k und dann wird umgewandelt. Okay, Und wenn es krass. kein Quality of Life Event gibt, dann Pech gehabt. Dann Ja. machen wir halt auch 8 Stunden voll durch. Nur Boah, das. ich glaube, das wird ein 24-Stunden-Stream. Irgendjemand hatte mich schon mal angeschrieben, dass ich seine Früchte umwandeln soll. Und das war der größte Fehler meines Lebens. Ich weiß nicht mehr, wie viele das waren, aber nicht ansatzweise so viel, wie du hier hast. Und ich habe da schon Stunden verbracht. Also, das ist wirklich, vor allen Dingen neben dem Zeitaufwand, ist das ja auch total aufwendig für dein Handgelenk und deine Ja, Hand generell. das geht voll auf die Hand. Weil du ja quasi immer ziehen musst. Zack, 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 zack. Und dann verkaufen. Gewählt. Also wenn ich es mache, dann wird es natürlich vorangekündigt, ist ja klar. Und vorher will ich natürlich auch einen Hexentanz haben, Hm. damit das Inventar halt so leer wie möglich ist. Weil wegen 5, 6 Dinger, da muss ich jedes Mal hin und her switchen, das ist scheiße. Das Ja, will ich nicht machen. nee, das musst du Du machen, siehst, wenn das Inventar leer ist. es ist komplett voll. Ich habe jetzt ja will ich eigentlich noch alle loswerden, bevor das Event kommt, bevor der LD startet. Hm. Das unten bleibt erstmal. Das sind quasi meine Spare-Rüstung quasi. Also ich habe ja alle, wie heißen die Dinger? Runen. Also die Element-Dinger auf Maximum. Das heißt, ich kann die mal wieder austeilen, also austauschen, so rum. Hm. Das ist der Plan, dass die Steine sind für die neuen Gegenstände mit LD dann hatte. Ja, das sind halt schon 2626, also wenn ihr seht, die sind schon ein bisschen besser. Die gehen halt jetzt hier runter, also mehr als zieht mache ich nicht, aktuell nicht. Ja. Was ich noch sagen muss zu den Pets, was da auf jeden Fall noch sehr interessant gewesen wäre, du hast ja momentan Man kann auch nochmal hier, ja, Entschuldigung. ja, da hast du auch einen guten Boni, aber gut, da kannst du ja nicht weiter füttern als die 200 eben, ne? Das ist ja auch Ja. bei den Kämpfen so, klar hast du viele Früchte, aber bringt dir halt nichts, weil es ist halt nachher irgendwann halt jeder das auf Max und dann ist halt GG, dann ist halt alles ausgeglichen und deswegen sind die Kämpfe ja auch so random, weil man sich da auch nicht wirklich einen Vorteil verschaffen kann, so. Nee, was ich zu den Pets sagen wollte, ist, dass du ja da jetzt bei den, wenn du da nochmal kurz draufgehen magst, du hast da ja 10.000 jetzt zu stehen und also die Nummer, die passt ja gerade so ins Feld, ne? Also deswegen hatte ich gefragt gehabt, wegen der 100.000, weil ich glaube, da fängt es nämlich schon an, wo die Zahlen so leicht über diese Kästchen dann rüber, ja, schwappen könnten. Vielleicht würde gerade noch so da eine Zahl mehr hinpassen, aber das würde dann schon sehr, sehr eng aussehen und ich glaube, ja, würde schon komisch aussehen. Aber man muss schon sagen, dass die 10k da schon echt komisch aussieht. Weil, ja, also ich glaube nicht, dass das irgendjemand außer dir schon erreicht hat. Großartig. Also, Du könntest ja mal Bleier mal fragen, wenn du nächstes Mal dort bist. Wie hoch kann man die Pets denn, die Früchte denn nicht stapeln? ja, ich glaube, das geht auch über 100.000 so. Also würde ich mal glaube schwer ja. meinen.
Aber dann sieht man halt die Nummer, also dann sieht die halt wahrscheinlich sehr lustig aus dann, auf jeden Fall. Sehr eng bemessen. Was ich jetzt noch zeigen wollte, ist die Ehrenhalle in der Pets. Das ist absolut random. Ich Ja, bin auf 76. ja. Ja, du kannst halt nichts machen, ne? Ist halt, Ja, genau, die Kämpfe sind alle komplett random. Da sind ein paar dabei, die sind halt extrem hoch, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung warum. Ich pendel halt immer so zwischen 90, 100 und 80 irgendwie in dem Dreh pendel ich jetzt immer hin und her. hm, Aber es ist komplett nicht ausschlaggebend, null. ja. Meinst du, es wird einen großen Impact haben, wenn du die ganzen Früchte umgewandelt hast in Tränke? Es gibt halt mal einen ordentlichen Set-Boost. Hast du das schon mal ausgerechnet? Nein, aber ich glaube, das kann man ganz einfach ausrechnen. Ich glaube, der Ja, ist ja 10 Früchte, ne? Sind ja dann 5000 Set-Punkte sind es, glaube ich. 5000 Setpunkte. Ja, Plus Bonus. ja, 10 Früchte sind ja quasi ein Statpoint. So. Und wie viel, Mal also fünf. ab wie viel willst du dann nachher umwandeln, wenn du 50.000 Früchte hast? Wenn alle Elemente auf 10k sind und dann am nächsten Tanz, wenn ich Zeit habe. Ja, das sind ja dann 50.000 Früchte. Ja, so hast ja. Bisschen mehr wahrscheinlich dann. Ja, gut, es geht ja nicht ganz gleichermaßen hoch. Ja, also es ist natürlich, also 5k Stat-Punkte, Basis-Stat-Punkte muss man dazu sagen, ist natürlich Genau. eine heftige Anzahl so, ne? Auf die Gesamtpunkte gesehen ist es jetzt relativ wenig tatsächlich, aber man muss auch dazu sagen, dass man ja schon mehrere Jahre, Jahrzehnte teilweise, also über ein Jahrzehnt ja schon spielt und täglich seine Alu macht. Und da kommt natürlich dann einiges zustande über die ganzen Jahre, dass halt dann 5000 Attribute auf einmal dann gar nicht mehr so viel erscheint. Aber es ist natürlich nach wie vor trotzdem ein heftiger Boost. Wie hast du vor zu skillen? Willst du das alles in Int machen, Ausdauer aufgeteilt oder wie ist da so dein Plan? Das geht alles in Int, würde ich mal sagen. Ja. Wir haben ja auch einen relativ ähnlichen Char, so, ne? Wir sind ja immer relativ gleich auf. Jetzt hast du ein paar Dungeons gelegt, jetzt bist du 780. Ich bin auch kurz vor 780. Ich habe auch auf jeden Fall vor, Richtung, ja, Millionen Intelligenz jetzt irgendwann bald zu gehen. Die 600k Ausdauer hochziehen. Und das ist ja bei dir auch relativ ähnlich so alles. Das ist so 60, 40 Skillung ist es. Ja, genau. Ungefähr. Das ist auch so was ich so auch persönlich präferieren würde. Genau. Ich, wie geht's bei dir danach weiter? Also wenn du die Früchte und sowas alles zerlegt hast oder ne, verwandelt hast, so, da ist ja dein, ja, ich sag mal, so der Charlie, der bekannt ist für die Früchte und Elevator und sowas, ne? Aber hauptsächlich der Früchtemeister. Wie geht's da weiter? Suchst du dir irgendeine neue Beschäftigung in dem Spiel? oder, oder wie sieht's da Ja, aus? man könnte ja sagen, ich gehe jetzt mal zum Schmied mal kurz rein. Man könnte ja sagen, ich ziehe doch, nehmen wir als nächstes, ich setze alle Kleider hier mal auf 20 mal verbessert, die Oh, Items. ja, stimmt, du bist Außer die Waffen halt. Die Waffe ja, halt nicht, aber alles andere halt. stimmt, Und wenn du jetzt siehst, haben schon, also gut, der Bertram jetzt nicht, aber der Marquardt zum Beispiel, der ist ja schon fast full 20-fach verbessert. ja. Und ich habe es heute auf dem Stream mal gesagt, ich habe 132 Millionen Splitter. Und das muss man Im sich mal Char. reinziehen. Ich hatte das heute auch zusammengerechnet bei mir. Also ich habe, wenn ich alles von mir selbst abziehe, dann komme ich so ungefähr auf 71 bis 72 Millionen auf meinem Main. Und du hast 100, wie viel? 132 Millionen? Ja, ungefähr so viel sind es ungefähr. Das ist so krass. Ja, neben dem Früchtemeister bist du auch der Ressourcenmeister. Also das könnte natürlich dann dein neues Aushängeschild werden dann, ja. Das Problem ist halt auch die Verbesserung. Wenn er jetzt mal hier drauf schaut, eine Verbesserung kostet 5,4 Millionen auf 20. Das kann man jetzt quasi mal die 8 machen, plus die Waffe Nummer 10, 11 Millionen ungefähr, bis bei 50 Millionen pro Charakter ungefähr. Ein bisschen mehr vielleicht sogar. Und ich bin bei 132, also da fehlen noch 30 Millionen ungefähr. Aber du bist auf einem sehr guten Weg, muss man sagen. Also, Weil bei Tausch ja immer Equipment halt immer wieder aus und ja. ich weiß es immer so, ich versuche
den Gegenstand, wo ich austausche, wird auf 20-fach hoch verbessert und der Gegenstand wandert zu Marquardt weiter, Mhm. quasi. Und deswegen sieht es da auch aktuell so aus, dass der fast auch so viele hat. Aber zerlegst du aktuell noch Epics oder benutzt du die nur fürs Klo? Die benutze ich aktuell nur fürs Klo. Aber dann mal habe ich das wirklich gemacht. Also einen Takt, sei es Neisens, mal Epics rangeschafft und mal 15 Epics am Tag mal zerlegt. Das habe ich wirklich mal eine Zeit lang mal gemacht. Mhm. Aber das ist ein extrem teures Spaß, weil du erstmal blättern musst, kostet Pilze und die Pilze selber kosten auch nochmal 15. Mhm. Meistens ist das halt ein richtig teures Erlebnis. Ich wollte gerade sagen, ja, Deswegen, irgendwo mussten deswegen sich ja aktuell, ja, sorry. aktuell eher weniger. Ich Okay. schaue mir meistens die Gegenstände an, die ich bekomme, wenn die relativ viel Splitter haben. Jetzt zum Beispiel, hat der jetzt zum Beispiel jetzt nicht. Der hier gibt es 3400, das ist schon viel. Aber jetzt hat 10 Millionen Gold, das ist halt ein Skillpunkt. Da muss man immer Ja, abwägen, was willst du denn haben? Willst du die Splitter haben oder willst du das Gold ja, haben? auf jeden Fall das Gold, ne? Aber Also, es gibt dann mehr Gegenstände, zum Beispiel der hier, der Ring hier zum Beispiel, der gibt nur 5 Millionen, der gibt aber 5k Splitter. Den könnte man zum Beispiel jetzt zerlegen, meiner Meinung nach. okay. Also so versuche ich das quasi irgendwie auszugleichen. Okay. Also ich bin volle Kanne Gold. Also egal wie wertlos das Item ist von Goldfaktor her, ich Und verkaufe das immer alles. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund, auch wenn du schon eine Zeit lang das so mit diesen 15 Mal Zerlegen pro Tag gemacht hast am Schmiede-Event. Irgendwo müssen ja diese 132 Millionen ja herkommen, so, ne? Also da hast du schon eine Zeit lang gut Gas gegeben. Und nochmal ein kleiner Trick für euch, für den Fall der Fälle, als einer es auch mal machen will oder mal dringend mal Splitter braucht. Ihr geht in den Shop rein und kauft euch die Gegenstände raus. Und zwar ist es wie, also der hier zum Beispiel, der hat jetzt nur Attribut auf 1. Der hat jetzt nur auf Geschick. Hm. Wenn ich den jetzt rauskaufen würde, der gibt mir nur Metall, Hm. weil er 1 Stat hat. Der hier hat beide, also Geschick und jetzt Glück hier, der gibt mindestens 2.000 bis 3.000 Splitter. Mindestens. Kostet Das, aber jetzt 10 Pilze. das kannst du beispielsweise, glaube ich, auch an Items in deinem Inventar veranschaulichen, weil da siehst du ja, was die auch an Splitter und sowas bringen Ja, und ja, aber Metalle. das siehst, wenn du das kaufen willst, sieht man es ja nicht. Sieht Also man du es siehst, nicht, nee, aber man sieht es halt dann im Inventar selbst. Da kannst du ja noch mal ganz also, kurz raufgehen, falls du so ein Attribut-Item hast irgendwo. Dass man sieht, dass das nur da, ja. das bringt zum Beispiel halt nur Metalle, genau, und die anderen daneben, die halt mehr Stats haben, da sind auch Kristalle dabei und das ist ja auch das Interessante, was man dann nachher haben will. Jetzt zum Beispiel, ich mache es jetzt mal für den Stream oder fürs Video. Der hier kostet mir jetzt nur einen Pilz und 5k. Der gibt auf jeden Fall mindestens 3.000 Splitter. Achtung. Oh, es sind sogar Ja, mehr. fast Fast 5. 5k. Ja, Nur, dass ihr das wisst, also im Shop, das ist egal, ob ihr jetzt in den Zauberladen geht oder in den Waffenladen. Da musst du natürlich gucken, weil die Rüstung darfst du nicht dazu zählen. ja, Also der hier zum Beispiel würde jetzt später geben, der hier, ja. der nicht, der auch nicht, der auch nicht und der auch nicht. Ja, hat bestimmt nicht jeder auf dem Schirm gehabt, denke ich mal. Also Aber nur, dass es mal gehört ist, dass man das quasi dann, falls man dringend mal ein paar Splitter braucht für irgendwas, dass man ja, sich die aus dem Shop auch rausziehen kann. Natürlich kann man auch die teure Variante machen und man kauft sich Epics, da sind immer 100% Splitter drin, aber muss man ja nicht machen. ja. Glücks-Epics haben wir ja nicht mehr. Nee, die sind raus, zum Glück. Ja. Jetzt die Glückssteine können rausgenommen. Und die Regenbogensteine rein. Ja, genau, die guten Regenbogensteine. Ja, ne, das war doch nochmal ein hilfreicher Tipp zum Ende hier. Wie gesagt, ich glaube, das wird nicht jeder gewusst haben. Aber falls jemand da Splitter braucht, kann da sehr gerne so drauf achten dann. Ja, ich persönlich, wie gesagt, präferiere immer Gold so, weil ich mir denke, okay, früher oder später wird man die Ressourcen zusammen haben und durch so Events wie der Elevator und sowas bekommt man ja mittlerweile schon echt viele Ressourcen. Ne? Jetzt gehen wir nochmal kurz da rein. Ja, Wo ist das nochmal? ich glaube relativ weit hinten. Ja. Ja. 1. Eins. Einen einzigen. Ja, 1. einfach 1. Ja, nice. Ja, also da ist auch der Beweis nochmal. Braumeister bist du bisher nicht, aber wirst du definitiv noch werden.
Ja, bisher bist du nur der Früchtemeister. Ich tue mich da auch gar nicht reinsteigern in das Ding hier. Nö. Überhaupt nicht. Das ist mir vollkommen wurscht. Ich hätte leider das schon längst auf Maximum haben können, aber ich bin kurz davor. Aber was bringt mir das? Das bringt einfach nur so einen Punkt in der Ruhmhalle und das war's. Ja, ja, ist ein Der bisschen wäre vielleicht Prestige. noch interessant beim nächsten LD, vielleicht da nochmal einen zu hitten, damit die halt wenigstens auf Silber. Mhm. Wäre eine Option. Also viele haben das nämlich noch nicht. Und Gold wäre noch der Bronze noch frei sogar. Wäre noch frei. Und du könntest dir sogar, glaube ich, noch den Legendenstatus holen, weil du auch mit deinem Account so weit bist, dass du auch relativ viele Dungeons kloppen kannst. Und von daher, ich weiß nicht, wer alles schon bei dir den Legendenstatus hat. Ich weiß, Bauer hat den auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wer noch. Jurik Nee, ich könnte glaube es, noch. glaube ich, haben, oder? Falls Oh, der. ich weiß nicht. Guck mal Ich ganz glaube, kurz sonst drauf, vielleicht. Dann muss ich auch gucken. Charlie ist doch eine alte Legende. Ja, genau. Feldentitel. Genau. Dann eine Seite weiter. Und dann guck mal da unten. Melanius, okay. Ja, da siehst du, wäre noch frei. Da wäre noch ein Platz frei für dich als Legende. Ja, aber guck mal hier, da sind da schon mal 2, die auf Gold haben. Genau, ja. Also den brauchst du halt. Dann 2000 Dungeons musst du besiegt haben. Da musst du ein bisschen in den Sandsturm rein. Und Das Problem ist Glück und das hier. Glory. Das Ja, hast du nicht gemacht, ne? nee. Ja, okay. Das Problem ist in der Ehrenhalle, ich zeig's mal kurz. Boah, die Musik ist laut. Ich bin recht weit oben. Ich muss mich Ja, da ja. erst einmal ordentlich runterkloppern, Ja. weil es sind gerade mal 2000, nicht mal 2000 Ehre Unterschied bis zur Rang 1. Ja, Da muss ich da erstmal komplett runter, mindestens noch 400 runter. Aber das Problem kenne ich. Aber solange noch keiner die Unsterblichkeitstrophäe auf Gold hat, bist du immer noch safe. Aber es werden einige schon das andere haben mit der. also darauf bin ich jetzt nicht drauf eigentlich. Ja. Das ist mir jetzt nicht so. Ah, ist ein schöner Titel. Was ich jetzt noch öfter mache, ist halt quasi die Seelen, was du nicht machst, hier ausgeben. Mhm. Mache ich ja gerne mal. Ich habe den Wächter schon 9240 Mal verbessert. Unglaublich. Ich habe ja auch, ich zeig's jetzt mal kurz, weil ich habe jetzt auch hier Dr. Darm vor der Nase. Ah, ja, okay. Und der ist der Levelhöchste weltweit. Ja. Und das tut schon weh. Okay. Und das mit so einer krassen Verbesserung. Und das tut nämlich schon weh, auch mit solchen Verbesserungen. Ja. Gibt natürlich auch gut Seelen, aber wenn ich jetzt weiter hier drauf gehe und mal besser will, ich bezahle schon fast 45 Millionen. Heftig, ey. Ich meine, braucht man nachher alles nicht mehr so? Brauchst du nicht eigentlich, ist unnötig. Auch das Gold ist eigentlich unnötig, aber so viel Gold ist es ja nicht. Ja. Aber ich glaube auch es gibt sehr viele Spieler, die schaffen den nämlich nicht. Nö, die machen ja dann auch irgendwann nicht mehr weiter. Ich komme dann aber noch einigermaßen richtig gut durch. Hm. Aber einmal verbessere ich auch noch die Goblins, aber das sind 2100 Mal. Hier sind auch 2100 Mal. Muss man nicht machen. Ja. Was ich halt die ganze Zeit immer konzentriert war, halt darauf. Wir machen mal hier mal. Ja, da bin ich sehr gespannt, wann das bei dir die Auflösung gibt da. Da bin ich definitiv auch dann mal im Stream. Leiste dir vielleicht dann auch ein bisschen mentale Unterstützung, wenn es dann soweit Ihr ist. seht, also da verliere ich sogar auch ordentlich. Ja. Den werde ich wahrscheinlich verlieren. Ja. Ja. Weil es ja auch das falsche Element ist. Ja. Ja, gut. Aber ansonsten, ich glaube, es ist erstmal soweit dazu gewesen. Erstmal soweit alles gezeigt. Falls von dir nicht noch irgendwas ist, was wir jetzt vergessen haben. Aber das war jetzt erstmal so das Wichtigste. Wir können noch mal schnell rüber zum Berserker. Und ja, dann gehen wir nochmal ganz fix da rein. Höchster Berserker, auch der Charlie. Ja, also Der Früchtestand hier. Ja. Das ist auch noch was du dir auf die Fahne schreiben kannst. Also neben den Ressourcen- und Früchtemeister und Elevatormeister auch noch der Berserkermeister. Mit dem welthöchsten Bersi. Also auch noch was du dir auf jeden Fall noch in deine Beschreibung packen kannst. Definitiv. Steht Ja. auch teilweise drin. Sehr gut. Kann man ja auch stolz drauf sein. Ist ja eine schöne Leistung. Ja, das ist auch das zweithöchste Level auf diesem Server. Ich glaube, nur um Bums ist höher, genau. Ja. Aber ich habe auch extreme Probleme mit dem Char überhaupt in die Top 5 Ränge zu kommen.
Ich habe zwar ein sehr hohes Level, ich habe sehr hohe Stats, also krieg halt sehr, sehr hohe Stats. Problem ist nur die Skillung. Weil ich relativ wenig arbeite hier mit, teilweise sind 750er Bereich, Ja, was ich natürlich jetzt ich halt nicht bin. Wenn man jetzt mal hier mal vergleicht, ja da fehlen klar. halt 200k Stat-Punkte. Erstmal die Fusion halt, ne? Und dann halt gehst du ja auch dann auf XP. Was ja dann auch nicht unbedingt das ja, Goldeinkommen fördert. Aber ja, so ist das halt. Wer der Höchste sein will, muss halt eben auch auf XP gehen. Genau. Ja. Und hier sieht es ähnlich aus. Mhm. Auch alle auf 20. Ja, auch. Ja, nice, nice, krass. Die anderen zwei noch nicht ganz so. Heftig. Aber das sind, ich hab's jetzt nicht zusammengezählt, aber das werden auch so 100k bestimmt sein. Ja. Also ich hatte noch nie einen Begleiter irgendwo auf 20 gesehen, glaube ich. Komplett. Weil, ja, also ich bin ja selbst auch so, die Begleiter lasse ich halt links liegen, so. Die hier sind halt noch alt, ne? Das sind noch die vom letzten LD. Die habe ich immer noch da rumliegen. Ja, Ja, verkaufen. die müssen jetzt irgendwann weg. Ja. Ins Klo am besten. Ja, die sind schon eingestaubt. Okay. Mal vergleicht. Guck dir mal die Statpunkte an. Ja, du, das sieht bei mir genauso aus, so, ne? Das ist schon Problem ist Ewigkeiten. immer nur die Verbesserungen, weil wenn du quasi musst du jedes Mal den Gegenstand 20 Mal verbessern, damit es einigermaßen du einen Ausgleich hast. Mhm. Weil sonst verlierst du ja Statpunkte. Willst du ja auch nicht haben. Ja, was heißt verlieren so, ne? Also du kannst es halt immer wieder wechseln, also gerade auch bei den Begleitern so. Wenn du die jetzt nicht die ganze Zeit maxst und Verbesserungen auch auf 20 knallst und sowas, da kannst du ja eigentlich bei jedem neuen LD kannst du da die Items austauschen schon mittlerweile. Gerade jetzt, wo man die Aura hochzieht, wieder mal, plus halt noch Levels, sind die Items auch relativ schnell outdated wieder mit der Zeit. Weißt du, ob wir ein neues Set haben? Nee, ne? Ein neues Set? Du darfst mir nichts sagen. Nee, da weiß ich nichts. Okay, alles gut. Ja, okay. Ey, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit, dass du wieder bei mir heute hier zu Gast gewesen bist auf YouTube. Ja, gerne. Schaut sehr gerne bei Charlie auf YouTube, auf Twitch vorbei. Ich denke mal, er wird da dann Bescheid geben, wenn sein großer Tag gekommen ist, an dem er seine ganzen Früchte verwandeln darf. Ich bin echt sehr gespannt auf den Stream und wie lange das Ganze auch dauern wird. Ja, und deswegen, ja, bedanke ich mich bei dir und ich würde sagen, das war's soweit von uns, ne? Übrigens, auf YouTube ist ein neues Video von mir drauf, und zwar von der EM Deutschland gegen Spanien. Die Eröffnungsszene, von mir live gefilmt. Wie random, Alter. Weil es aktuelle WM ist. Ach, deswegen hast du ein Video zur EM hochgeladen. Vor 2 Jahren. Weil wir hatten es bei Chase, hatten wir es über die Weltmeisterschaft gehabt. Da dachte ich, ey, guck mal, ich hab da noch was so Wunderschönes. Ja, klar. Also guckt auch da vorbei, ja? Okay, wir sind raus für heute. Bis dann, alles Gute, haut rein und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Stream.